In diesem Video möchten wir uns einmal den Relativ-Vigor-Index anschauen. Es handelt sich hier um einen Standalone Expert Advisor, der in der Lage ist, die Signale, die der RVI-Indikator generiert, auch tatsächlich auf dem Chart zu handeln. Wie man sieht, haben wir hier unten noch schon einen offenen Trade. Und wir möchten uns einmal anschauen, wie man dieses Programm hier in MQL5 erstellen kann. Um das zu tun, klicken Sie bitte hier oben auf diesen kleinen Button oder drücken die F4-Taste im MetaTrader. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler RVI Standalone EA, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der OnTick-Funktion hier gelöscht werden. Auch die 2 Kommentarzeilen können entfernt werden. Im ersten Schritt nutzen wir den Include-Befehl hier, um die Datei trade.mqh zu importieren. Die stellt uns eine Handelsklasse mit dem Namen ctrade zur Verfügung und wir erstellen eine Instanz von ctrade mit dem Namen Trade. Die werden wir gleich nutzen, um Positionen auch zu eröffnen. In der OnTick-Funktion benötigen wir zunächst eine String-Variable für das Signal. Die bekommt auch den Namen Signal, aber zunächst keinen Wert zugewiesen. Danach ermitteln wir den Ask-Preis und den Bid-Preis. Das geht mit der Funktion SymbolInfo-Double. Wenn Sie auf ein Währungspaar klicken, dann sehen Sie hier, dass Sie 2 unterschiedliche Preise haben. Der Ask-Preis ist das, was wir zahlen, wenn wir etwas kaufen, und der Bid-Preis ist das, was wir bekommen, wenn wir etwas verkaufen. Dazwischen ist eine Lücke, der sogenannte Spread. Daran verdient der Broker. Und mit Normalized Double und Unterstrich Digits ermitteln wir die Anzahl der Nachkommastellen. Die können je nach Währungspaar 3- oder 5-stellig sein und Unterstrich Digits ermittelt das für uns automatisch. Wir brauchen noch 2 Arrays, die bekommen den Namen MyPriceArray 0 und MyPriceArray 1, denn unser Indikator hier hat 2 Linien, darum müssen wir auch 2 Signale berechnen. Dazu nutzen wir die eingebaute MQL5-Funktion IRVI für das aktuelle Symbol auf dem Chart und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Diese 10 hier sehen wir auch hier in Klammern, wenn wir uns den Indikator genauer anschauen. Und wenn wir im MetaTrader einmal auf Einfügen, Indikatoren, Oszillatoren, Relativ-Vigor-Index klicken, dann sehen wir auch hier eine Periode von 10 Kerzen, das ist die Voreinstellung. Und darum nutzen wir das auch hier im Quellcode. Gut, sortieren wir unsere beiden Arrays von der aktuellen Kerze an abwärts. Das machen wir für das PriceArray 0 und für das PriceArray 1, indem wir die Funktion ArraySetASeries anwenden. Und mit der Funktion CopyBuffer füllen wir unser Array mit Daten. Wir tun das anhand der Definition, die wir hier oben getroffen haben. Einmal für Buffer 0 und einmal für Buffer 1, weil wir 2 Signale haben. Jeweils von der aktuellen Kerze 0 für 3 Kerzen und speichern das Ergebnis in MyPriceArray 0 oder MyPriceArray 1. Danach holen wir uns aus dem jeweiligen PriceArray den Wert für die Kerze 0. Das ist immer die aktuelle Kerze. Und mit Normalized Double und dieser 3 hier sorgen wir dafür, dass die Werte auch mit 3 Nachkommastellen ausgegeben werden. Jetzt haben wir eigentlich alles zusammen. Ermitteln wir doch mal ein Kaufsignal. Immer wenn der RVI-Value 0 kleiner ist als der RVI-Value 1 und wenn beide Linien unterhalb der Nulllinie liegen, das ist hier diese gestrichelte Linie, dann erzeugt das ein Kaufen-Signal, darum weisen wir das Wort Kaufen unserer Signalvariable zu. Im umgekehrten Fall für das Verkaufssignal schauen wir, ob der RVI-Value 0 größer ist als der RVI-Value 1 und ob beide Linien oberhalb der Nulllinie liegen. In dem Fall weisen wir das Wort Verkaufen unserer Variable zu. Und immer, wenn unser Signal Verkaufen ist und wenn die Funktion PositionsTotal kleiner ist als 1, wenn wir also keine offenen Positionen haben, dann möchten wir 10 Microlot verkaufen. Im anderen Fall, wenn das Signal auf Kaufen steht,
und wir ebenfalls keine offenen Positionen haben, dann möchten wir gerne 10 Microlot kaufen. Fehlt noch die Chart-Ausgabe für das eigentliche Signal. Das übernimmt die Command-Funktion. Die gibt uns den Text Signal, gefolgt von dem ermittelten Signalwert aus. Und wenn Sie soweit alles haben, dann können Sie oben auf Kompilieren klicken oder die F7-Taste drücken. Das sollte hier ohne Fehler und Warnungen funktionieren. Und in dem Fall klicken Sie bitte hier oder drücken F4, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Hier wählen Sie bitte dann die simple RVI Standalone.ex5 Datei aus und klicken auf Test starten. Und so sieht das Ganze dann im laufenden Betrieb aus. Wir haben hier bereits eine erste Position eröffnet. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie man einen selbstständig handelsfähigen Expert Advisor für den Relativ-Vigor-Index erstellen kann. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.